Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anna. Ja, freut uns, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Und ja, wir sind bei unserem dritten Athen-Wandervideo angekommen. Genau, und dieses Mal sind wir auf den Berg Emetos gelaufen. Der befindet sich im Osten von Athen. Genau, war wieder eine Tour, die wir weitgehend selbst zusammengestellt haben. Habe mich da an der bestehenden Komoot-Tour orientiert. Ja, und wie auch die beiden vorangegangenen Touren, es war recht abenteuerlich gewesen. Ja, es ging wieder schön bergauf und wir haben einiges zu sehen bekommen, unter anderem ein Kloster und 3 ältere Kirchen oder was davon noch übrig war. Und dein beliebter Part. Genau, die Endzeit-Szenerie dann auf den Bergrücken oben dann. Da, also war insgesamt schon wieder viel geboten, steil bergauf, kraxeln, aber wir schwätzen gar nicht so viel. Genau, das guckt ihr euch am besten direkt jetzt im Video an. Genau, also dann viel Spaß beim Schauen. Der Startpunkt unserer Tour war am Stadtrand von Athen, genauer am Rande des Stadtteils Zographos, beziehungsweise an der Athener Universität. Diese ließen wir allerdings schnell hinter uns und nachdem wir eine größere Straße überquert hatten, ging es auch sogleich los mit dem Wandervergnügen. Bereits nach kurzer Zeit kamen wir zu einem der Highlights der Tour, dem Kloster Kersariani, einem orthodoxen Kloster, dessen Ursprünge bis ins 11. Jahrhundert zurückreichen. Selbstredend machten wir uns an die Besichtigung der kleinen, aber sehr schönen Sehenswürdigkeit. Nach der Besichtigung sollte unsere Route für längere Zeit hauptsächlich eine Richtung kennen: bergauf. Wie auch schon im Panifa-Gebirge ging es überraschend wild vonstatten. Das Bergauf war gekennzeichnet durch schmale Pfade und knackige Anstiege, nur selten unterbrochen von breiten Wegen. Kurzen Stück entlang einer Straße wurde der Weg nochmal um einiges fordernder. Von nun an ging es steil bergan, nebst langer Felsenpassage. Mit anderen Worten, Anne kam hier voll auf ihre Kosten. Ab hier hatten wir nun eine herausragende Sicht über Athen. Und hier hinten seht ihr das Panita-Gebirge, in welchem wir ja ein paar Tage zuvor unterwegs waren.
Während ich etwas kuschelbedürftig war, nutzte Anne einen auf dem Bergrücken stehenden Betonpfosten zum Nachstellen einer ikonischen Filmszene. So? Jetzt musst du noch reden. Ah, nee, lass gut sein. Da wir gerade beim Thema Film waren, auf dem Bergkamm meint man sodann in einen Endzeitfilm versetzt worden zu sein. Aber seht selbst. Nach dieser surreal anmutenden Passage wären wir gerne noch zum Gipfel des Imetos. Leider ist dieser aber, wie auch der höchste Gipfel des Panifa-Gebirges, weiträumig eingezäunt. So machten wir uns also an den Abstieg. Bergab ging es zunächst ein gutes Stück eine breite asphaltierte Straße entlang, bevor uns unsere Route ziemlich gerade und erneut sehr steinig und teilweise unwegsam den Berg hinunterführte. Während wir uns recht langsam durch das unwegsame Gelände bewegten, zeigte uns ein Trailrunner, dass das auch schneller gehen kann. Verrückt. Am Kloster angekommen und dieses Mal am helllichten Tag, also anders als bei den beiden vorangegangenen Touren, entschlossen wir uns, noch einen kleinen Abstecher zu machen. Unweit des Klosters befinden sich die Ruinen dreier Kirchen. Die frühchristliche Kirche von Kesariani aus dem 5. bzw. 6. Jahrhundert in der Mitte des Bildes, links die Kirche des heiligen Markus und rechts die Kirche der heiligen Erzengel. Hier aus ging es dann wieder zurück in Richtung unseres Startpunktes. Immer noch im Hellen. Ja, das war sie gewesen, unsere dritte und letzte Tour bei Athen. Ja, leider die letzte Tour. Aber wie auch die beiden vorangegangen, war diese Tour auch, ja, wie ihr gesehen habt, sehr gut.
etwas langsamer Einstieg, ne, an der Uni vorbei und dann noch so ein bisschen an der Straße Nicht entlang. nur langsam, vielleicht auch ein klein wenig seltsam, durchs Unigelände erstmal durch, aber das ist offen, man kann da wirklich durchlaufen, kein Problem. Genau, und so wie man dann an dem Kloster vorbei ist, geht es dann aber auch ordentlich zur Sache. Genau. Ein bisschen hoch, ein bisschen runter und dann irgendwann wirklich schön hoch über Felsen. Der gesehenen Bergbrücken oben, Kraxelei dabei. Die Aussicht ist fantastisch. Ja, Aussicht Gerade über das den Stück, das Berg. letzte Stück, den Berg hoch, ist wirklich Genau, super wenn ihr schön. auf dem Kamm oben seid, könnt ihr auch die andere Seite dann nochmal mitsehen. Also da war schon viel geboten, Sehenswürdigkeiten. Ja, Ja, gab einiges. Also abgesehen von dem Kloster hatten wir dann auf dem Weg nach unten, gab es noch diese 3 Überreste. Also 3 die haben- kirchlichen Überreste, die wir noch die haben gesehen wir ja haben. relativ spontan auch nochmal mit Genau. angebaut gehabt, bei der Ursprungsplanung nicht mit drin. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, der kleine Abstecher. Und was ein bisschen für Gänsehaut-Feeling natürlich gesorgt hat, war dieser Abschnitt durch diesen Antennenwald hindurch mit den verfallenen, naja, wie auch immer, Containern. Also ja, ist schon ganz interessant, Das war sich sowas auch- mal aus der genau, Nähe ja. anzuschauen. Schon so ein krasser Kontrast zum Rest der Tour. Ja. Genau, aber ihr seht, wir kommen ja aus dem Schwärmen kaum raus. Also die Tour hat uns auch richtig gut gefallen. Ja. Wir hoffen, ja, ihr hattet auch entsprechend Spaß, uns dabei zu begleiten. Und dann würde ich sagen, diesmal haben wir es schon wieder, oder? Ja, jetzt haben wir es ja komplett. Die Wanderungen sind zu Ende und wir hoffen, wir konnten euch Lust machen, in Athen oder um Athen herum auch mal wandern zu gehen. Genau, kleines Fazitvideo zu Wandern bei Athen. Kommt noch. Kommt noch. Genau, ja, und dann, ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.